kannst dich verbiegen, bis dein Rückgrat bricht. Dann hast du verloren. Dann hast du dich selbst verloren. Inwieweit ist man bereit, sich anzupassen, beziehungsweise alles möglich zu machen, um irgendwie dann akzeptiert zu werden? Und wo ist denn da die Grenze erreicht? Und das kann für Beziehungen gelten, also romantische, platonische, wie auch immer, aber eben auch für Verhältnisse auf der Arbeit. Und für mich ist es nämlich auch gerade ein aktuelles Thema, diese Anpassung oder diese Veränderung, die jemand anderes von dir erwartet, die ist ja am Ende des Tages sein Problem und nicht dein Problem. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir sagt, oh, du lachst zu laut oder du sprichst zu leise oder du bist zu groß, zu klein, deine Nase gefällt mir nicht, ich möchte, dass du die und die Haarfarbe hast, ich möchte, dass du das und das nicht sagst, ich möchte, dass du das und das nicht machst, ich möchte, dass du mehr lächelst, ich möchte, dass du weniger lächelst, was auch immer, das können ja Milliarden Sachen sein. Und jetzt kommt die Frage, du sagst dann einmal, ah ja, okay, dann lache ich jetzt leiser. Inwieweit das auch irgendwie möglich ist. Also für mich ist es gar nicht möglich, weil das einfach in meinem Naturell liegt. Aber sagen wir mal, man würde das versuchen. Inwiefern bleibt man eigentlich dann noch man selbst? Und dann kommt doch die nächste Forderung. Es hört doch damit nicht auf. Weil dann kommt, ja, okay, deine Haare sind zu lang, schneid sie bitte kürzer. Dann machst du auch das. Und im Grunde entfernst du dich ja immer mehr von dir selbst. Also ich meine, warum sollte man denn etwas verändern, was man aber an sich selbst mag oder das an sich akzeptiert? Und dann sagst du, ich möchte das und das aber nicht machen. Und die andere Person findet das natürlich nicht gut, weil das ist ja das, was sie erwartet. Aus ihren Gründen. Das sind Probleme, die die Person mit sich selber in erster Linie hat, dass sie eben andere nicht akzeptieren oder nicht annehmen kann. Aber man denkt dann ja sofort, oh, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht oder ich bin nicht gut und deswegen muss ich das ja dann machen, weil von Natur aus hat der Mensch ja immer Angst vor Ablehnung oder abgestoßen zu werden oder nicht dazuzugehören. Das sind ja essentielle Ängste, Überlebensängste, die da quasi aktiviert werden. Und deswegen ist es unangenehm und es ist auch schon unangenehm, für sich selbst einzustehen. Also es gibt Leute, die können das von Natur aus wunderbar, das meine ich jetzt gar nicht, aber wenn man das eben nicht so gut kann und dann immer quasi dann Sachen mit sich machen lässt, die man eigentlich gar nicht mit sich machen lassen möchte, aus Angst, dass es dann unangenehme Konsequenzen gibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und dein Partner dann möchte, dass du jetzt High Heels trägst, du das aber nicht willst. Und dann machst du das aus Angst, dann verlassen zu werden. Aber wie weit will man das Ganze denn treiben? Genauso im Job. Wenn jetzt von dir erwartet wird, dass du das und das machst, aber du dich damit überhaupt nicht identifizieren kannst und es überhaupt nicht mit dir resoniert und quasi aus dir ein anderer Mensch gemacht werden soll. Wie weit will man das denn kommen lassen? Und ich meine, es gibt ja Sachen, die sind ja so ein bisschen irgendwie faktisch, was ich gerade gesagt habe, mit andere Kleidung oder Haarfarbe, wie auch immer. Aber es gibt ja auch so Sachen, Verhaltensweisen, Ausdrucksweise, Lächeln, zu viel, zu wenig. Ich hatte mal eine Situation, das war eine Ausbildung. Ich war blutjung, 16 Jahre alt und da kam diese Abteilungsleiterin zu mir, die bereits eine erwachsene Frau war, so wie ich es heute bin. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das zu so einer 16-Jährigen sagen kann, aber okay. Und sie kam dann zu mir und hat das in einem Ton gesagt, das geht auf keine Kuhhaut, dass ihr Eindruck ist, dass ich ja dermaßen gelangweilt und desinteressiert aussehe in dieser Abteilung und dass das ja so überhaupt nicht
in Ordnung ist. Also auch diese Art und Weise, und ja, sie war auch so einschüchternd, ne? Ich habe Rotz und Wasser geheult, natürlich. Das war für mich furchtbar und ich habe mich total falsch gefühlt und ich habe mich total auch angegriffen gefühlt. Heute würde ich darüber lachen, wenn das jemand so zu mir sagen würde. Aber auch das ist ja ein subjektives Empfinden, was sie dann gesagt hat. Und ich meine, wie soll man denn so etwas dann anpassen? Und woher weiß ich denn, ob ich dann dieses Ziel, was mir dann quasi gesetzt wurde, jemals erreiche, weil es ja immer ihr subjektives Empfinden sein wird. Und solche Situationen, die machen einen krank, weil du ständig das Gefühl hast, dass du nicht ausreichst und dass du nicht gut genug bist. Und das, was angestrebt werden soll, es ist ja dann immer von außen gesteuert, ob du das dann erreichst oder nicht. Und da ist die Frage, inwieweit ist man denn bereit, das alles mit sich machen zu lassen? Inwieweit ist man bereit, in einer Beziehung zu bleiben, in der der Partner dich nicht akzeptiert, weil du irgendwie albern bist manchmal, weil du, weiß ich nicht, immer die Wasserflasche offen stehen lässt oder ich weiß es nicht, aber wenn dann immer an dir rumgemeckert wird und das nicht akzeptiert werden kann von der anderen Seite, inwieweit bist du bereit, das dein Leben lang mit dir machen zu lassen? Oder eine Arbeitsstelle zu akzeptieren und Tag ein, Tag aus dorthin zu gehen, wo versucht wird, aus dir einen anderen Menschen zu machen. Und ich meine, wie lange kann man denn diese Rolle spielen oder versuchen zu sein, wer man eigentlich nicht ist? Und es ist ja auch, es ist so ungesund einfach und es ist auch so anstrengend. Das kann man mitmachen, aber es wird einen unglücklich machen. Und man fühlt sich dann ja auch immer so falsch und so ungewollt und so unrichtig und du kannst dich verbiegen, bis dein Rückgrat bricht. Was hast du daraus gewonnen? Das Fake-Gefühl, dass dich jemand liebt, mit dem du dann zusammenbleibst, der dich aber nur unter Bedingungen liebt, die du dann auch erfüllst? Oder dass du einen Job hast, an dem du voll zerbrichst? Und am Ende ist es ja, all das macht man dann mit, weil man glaubt, dass nichts Besseres mehr kommt. Und aus Angst, dass nichts Besseres mehr kommt. Und beides sind ja auch Existenzängste. Natürlich, ein Job. Man braucht das, um jede Art Rechnung zu bezahlen. Aber wo ist da die Grenze? Und was lässt man mit sich machen, um akzeptiert zu werden? Weil man gewinnt nichts dadurch. Man verliert nur sich selbst. Und aber eben in diesen sauren Apfel zu beißen und für sich selbst einzustehen, das ist nicht immer einfach, weil wir das ja auch nie gelernt haben. Aber es ist doch so wichtig, sich zu erheben und zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr mit. Aber was ist die Konsequenz? Dass dann die Illusion der Beziehung vorbei ist quasi und man dann alleine ist und man aber lieber bereit ist, eine Rolle zu spielen, nur um das Gefühl zu bekommen, ein bisschen geliebt zu werden. Oder sich tagtäglich zur Arbeit zu quälen, wo man auch eine Rolle spielen muss, wo man Sachen machen muss, die man nicht machen möchte und wo man sein muss, wer man nicht sein möchte, anstatt auch da in den sauren Apfel zu beißen und sagen, ja, okay, ich gehe dann. Dann wird es jetzt ein bisschen ungemütlich, dann wird es jetzt ein bisschen schaukelig, weil ich dann kündigen muss, weil ich mir dann einen neuen Job suchen muss oder was auch immer. Aber das mache ich nicht mehr mit. Es geht wirklich darum, sich selbst diese Liebe zu beweisen und für sich selbst einzustehen und sich selbst nicht zu verraten, weil Verrat ist doch das Schlimmste, vor allem an sich selbst. Weil diese Anpassung und dieses
People-Pleasing. Meiner Erfahrung nach hat niemand Respekt vor People-Pleasern. Niemand. Und alle empfinden das als unangenehm. Also die Leute, die das von außen betrachten und die Leute, die das auch selber sind. Aber sie haben so ein krasses Bedürfnis danach, akzeptiert zu werden, dass sie alles bereit sind zu tun. Aber letztendlich ist das sich selbst nicht zu achten und sich selbst nicht zu respektieren. Und das ist ein Fass ohne Boden, weil wenn die Person erstmal merkt, dass du bereit bist, dich zu verbiegen und alles mit dir machen lässt, dann hast du verloren. Dann hast du dich selbst verloren. Und es ist ein so tolles Gefühl, für sich selbst einzustehen und zu sagen, nee, und hier ist meine Grenze. Und das mache ich nicht. Weil du dir selbst treu bist, weil du echt bist und weil du authentisch bist. Und das ist das Allerwichtigste für einen selbst. Und ja, es ist nicht immer einfach. Dann weint man halt mal eine Nacht oder ist irgendwie ein bisschen traurig oder ja, ist enttäuscht, das ist alles nicht so leicht, man hat ein bisschen Angst, es ist ein bisschen unruhig dann im Bauch, weil du denkst, oh, aber einmal seine Stimme erheben für sich selbst, danach wird es einfach. Also, weil du es dann trainiert hast. Aber man kann sich wirklich nicht alles gefallen lassen. Und was ich noch sagen möchte ist, man ist nicht für die Gefühle anderer Leute verantwortlich. Wenn der sich jetzt so und so fühlt, keine Ahnung, weil du falsch geguckt hast. Oder wenn der sich so und so fühlt, weil du schnell gehst oder weil du laut lachst oder weiß ich was. Also man ist nicht dafür verantwortlich, wie andere sich fühlen. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, wie er sich fühlt. Es geht natürlich alles im Rahmen des Gesunden. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, hier auf Ego-Trip alle zu ignorieren und irgendwie jemandem Schaden zuzufügen. Das meine ich gar nicht. Sondern es geht wirklich um dieses, wenn andere von dir die absolute Anpassung erwarten und dich überhaupt nicht so akzeptieren, wie du bist, dann hast du dafür zu sorgen, dass sie dich akzeptieren. Dann hast du dafür zu sorgen, dir Respekt zu verschaffen. Dann kann ja jeder kommen und sagen, ja, also du hast jetzt irgendwie mit dem Finger geschnippt und deswegen bin ich jetzt verletzt. Und ja, du hast dies und das gemacht und deswegen bin ich jetzt verletzt. Ja, hallo? Wir sind 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Du kannst ja jetzt nicht auf jede Rücksicht nehmen. Und es jedem recht machen. Du kannst es nicht jedem recht machen. Das funktioniert einfach nicht. Aber was das Allerwichtigste ist, du musst es vor allem dir selbst recht machen.